also wir machen ja eine Qualifizierung vom Kunden. Das ist ja das, was wir im Vorgespräch ja machen. Wünsche, Ziele, alles, was für den Kunden wichtig ist. Da merkst du ja schon im ersten Gespräch relativ gut, ob das passt oder nicht. So, wenn du schon am Anfang merkst, der hat gar keinen Bock auf dich und der will das so über sich ergehen lassen, dann wird das nicht mein Partner werden. Es gibt eine Statistik, Versicherungen, Makler, Berater, Finanzberater, wie man es auch nennen möchte, ist ja kein, ne? Aber alles, was in die Richtung geht, ist, glaube ich, so das Unbeliebteste, was wir in Deutschland haben. Ich glaube, Politiker sind sogar ein bisschen beliebter, was echt verrückt ist. So, das Durchschnittsthema bei einem selbstständigen Versicherungsmakler liegt so bei 50.000 brutto. Klingt erstmal viel, ist es aber nicht, weil wir müssen Krankenversicherung selber uns regeln. Wir müssen selber uns um das Thema Altersvorsorge kümmern, Arbeitslosenversicherung und. Also da ist halt das Thema, das ist gar nicht so viel. Dann machen wir weiter mit Teil 2. So, wir sind nämlich Ende von Teil 1 stehen geblieben bei Thematik Kunden. Deswegen an der Stelle definitiv Teil 1 einschalten. Und natürlich auch von Thomas in der Videobeschreibung die Links auschecken. Ganz wichtig. Genau. Ja, wie gehst du mit Einwänden von potenziellen Kunden um? Und was sind vielleicht also typische Einwände oder Dinge, die immer wieder kommen, auftauchen? Hatten wir eben ja schon mal so das Thema, ja. So, was sagen Kunden, wenn die zu mir kommen? Ja, ich will so billig wie möglich haben. Ja. Und was ist das Typische, wenn Einwände kommen, ist mir zu teuer. Hast du noch sonst irgendwas oder? Weil ansonsten blick ich nicht. Also die sagen ja wirklich, ich sehe das Risiko nicht. So, und da ist halt wirklich so das Thema, man muss so ein bisschen, also wir machen ja eine Qualifizierung vom Kunden. Das ist ja das, was wir im Vorgespräch ja machen. Wünsche, Ziele, alles, was für den Kunden wichtig ist. Da merkst du ja schon im ersten Gespräch relativ gut, ob das passt oder nicht. So, wenn du schon am Anfang merkst, der hat gar keinen Bock auf dich und der will das so über sich ergehen lassen, dann wird das nicht mein Partner werden. Dann baue ich mit dem kein Schiff und wir setzen uns auch nicht zusammen da rein. Das funktioniert nicht. Sondern das wird dann eher so das Thema werden, such dir lieber einen anderen. Meistens ist es so, ja, schon das Thema Preis ist halt ein ganz, ganz elementares Thema. Ja. Aber ich bekomme ja meistens vorher oder fast immer vorher ein Budget. Also wenn die mir sagen, ich will 50 € dafür ausgeben, für alles, was ich da habe, dann muss das halt in dem Rahmen bleiben. So, wenn ich dann auf 55 hingehe, dann begründe ich das auch meistens, oder wenn es 60 oder 70 vielleicht sogar sind, dann begründe ich das auch. Und wenn die sagen, nee, will ich nicht, dann sage ich, okay, ist okay. Dann will ich aber halt auch dokumentiert haben, dass du es nicht haben wolltest, weil es vielleicht doch wichtig ist. Dann schreibe ich das halt so mit rein in die Dokumentation. Die kriegst du auch am Ende bei mir immer. Musst du auch machen. Ja, also ist so, ne? Nicht, dass man das so freiwillig macht, sondern das kriegt man auch so. Und da steht das halt einfach drin. Ne? Also zum Beispiel bestimmter Baustein nicht gewünscht, Absicherung in dem Bereich vielleicht gar nicht gewünscht oder die, wenn wir jetzt bei der Arbeitskraft vielleicht mal sind, nicht die Höhe gewünscht. So, dann ist das so. Also ich sag mal lieber in Anführungszeichen eine Absicherung ja, auf Minimum Fixkostenniveau als gar keine. So, ist nicht das, was ich mir wünsche, weil im Fall der Fälle ist dann da immer so heißt, so, hast du nicht gesagt? Will ich halt nicht. Also ich will da auch so wenig, ich will für mich am Ende so wenig Angriffsspielraum den Leuten bieten im Nachgang, wenn es nicht passt. Also bisher war es eigentlich immer so, wenn was passiert war, konnte ich irgendwie immer helfen, ich konnte immer irgendwie eine Lösung finden. Und am Ende war auch nie einer wirklich unzufrieden, es sei denn, er wollte mich bescheißen, aber das kommt später nochmal. Ja, genau. Ja, wir bleiben noch weiterhin bei der Thematik Kunden, deswegen ist es natürlich auch sehr interessant, gerade als Selbstständiger, wie kommst du denn letztendlich an Kunden? Und welche große Rolle spielt vielleicht auch Social Media und so weiter mittlerweile? Total. Also folgt mir bei Versicherungshafen, ne, nochmal so nebenbei. Ich habe noch keinen YouTube-Kanal. Vielleicht kommt das irgendwann mal. Nein, also weiß ich nicht. Also ist mir zu viel Aufwand, bin ich ganz ehrlich. Müsste ich komplett auslagern, hat keine Prio. Vielleicht irgendwann mal. Ja. Podcast ist eher eine Sache, das kommt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wie ich an Kunden komme? Ja, Instagram ist für mich die Plattform aktuell to go. Weil halt logischerweise Alterszielgruppe, unser Alter ist da halt vertreten. Ja. Viele Eltern sind da vertreten.
Teilweise auch Unternehmer sind da vertreten, zwar in einer anderen Form so ein bisschen. Also das ist ganz klar eine Plattform, um Neukunden zu generieren. Aber ich würde sagen, so hälftig. Also das ist die eine Hälfte, worüber ich Neukunden gewinne. Die andere Hälfte ist so ganz klassisch wirklich Empfehlungsgeschäft. Also wirklich vom Kunden, den ich schon lange betreue, weiterempfohlen. Ich habe auch Multiplikatoren, also ich habe auch Kunden, die mich aktiv weiterempfehlen, wirklich, weil sie sagen, dass das so gut läuft. Ist ja auch bekanntlich, also Empfehlung ist ja auch, habe ich jetzt von allen schon gehört. Ich meine, bei mir läuft auch, so wie das jetzt auf Empfehlung, ist halt auch die beste Werbung, ne? Für deine Marke. Weil es zeigt ja, dass die Dienstleistung richtig ist. Also ist ja auch klar, wenn ihr, ich meine, wenn ihr jetzt euch draußen vorstellt, oder kennt ihr das selber, wenn einer aus freien Stücken ja zu euch kommt, ey, geh mal dahin für das und das, weil du das ja gelöst haben willst oder so. Ja, ist auch hochwahrscheinlich, dass du dann da mal einen Termin ausmachst, so sehe ich das halt. Ja, deswegen ist aber auch wichtig. Ist auch gut, dass viel über Empfehlung kommt. Ist aber auch wichtig. Also ich finde das Thema, es kommt natürlich darauf an, wie man es macht. Es gibt Leute, die sind da ein bisschen aggressiv, ne? So Platz und Stift hin, schreibt mal 3 Freunde auf. Ja, das ist... Ne? Ich sag mal nur, so, es gibt ja so Sachen. Die Schule von vor 10 Jahren, oder? Zum Beispiel, ja. Oder älter. Nein, also hab ich so nicht gelernt, muss man ganz klar dazu sagen. Aber ich kenne Leute, die es so gelernt haben. Also in der gleichen Klasse wie ich. Also, ne, so ist es nicht. Nee, also das Thema, was halt wichtig ist oder wo ich mal versuche, die Leute vielleicht noch so ein bisschen zu sensibilisieren, empfehlt doch eure Leute, egal was es für ein Bereich ist, empfehlt die doch mal bitte weiter. Das Thema ist, wenn du ein gutes Restaurant hast, du sagst, da gibt es geile Burger, geiles Steak, geile Nudeln, keine Ahnung, oder Pizza, dann sagst du ja auch, guck mal, da können wir hingehen, ist super lecker. Mach das doch dann auch mal mit Dienstleistern. Ne? Also ich glaube, jetzt merkt auch langsam jeder, was es heißt, einen guten Handwerker vielleicht mal an der Hand zu haben. Die letzten 3 Jahre sind ja irre. Also entweder sind die nicht mehr da, also nicht mehr da im Sinne von, die haben keine Zeit, die kriegt man nicht, ja, oder aber die sind halt schweineteuer. Was ja auch vollkommen okay ist, wenn man halt das jetzt sofort haben will, dann muss man halt manchmal auch so einen Preis zahlen, das ist so Angebot und Nachfrage. Aber es ist wirklich ein Thema, es hat vielleicht doch mal was Gutes, wenn man halt so Kontakte auch pflegt, auch weiterempfiehlt, weil die leben ja auch davon. Also so als Angestellter, als ganz klassischer Angestellter brauche ich das ja nicht, weil ich werde halt bezahlt dafür, dass ich meinen Job mache, egal wie der aussieht. Leitplanken, ne? Und beim Selbstständigen ist es halt ein bisschen anders. Ne? Also ich halte davon zum Beispiel gar nichts, ja, in irgendwelchen Apotheken, keine Ahnung, es gibt ja so wie heißt das denn? So Wände, so Werbewände, wo halt so Firmen auch ihre Visiten, ich nichts davon, von jeder so eine Visitenkarte mitzunehmen, bei denen mal anzurufen. Ist nicht meins. Also mache ich nicht. Also es geht meistens, entweder geht es halt wirklich über einen privaten Kontakt, dass der den kennt, der hat mich dann empfohlen und der hat zufälligerweise eine Firma. So, weil logischerweise mit den Leuten, mit denen du dich umgibst, kriegst du am Ende auch so ein bisschen dann die Empfehlung logischerweise. Ja, klar. Gut, Thema Kunden erstmal soweit abgehakt. Kommen wir mal so zu dem, was du selber für dich aus der ganzen Zeit jetzt als Selbstständiger mitnehmen konntest. Sprich, welche Fähigkeiten, sagst du so, hast du dir so über die ganzen Jahre angeeignet? Gibt es da so ein paar, wo du ganz klar sagst, jo. Ja. Also. Heraus. Also, es ist eine lange Reise. Ne? Also, wir haben es ja im ersten Teil ja auch schon mal gesagt, so ein bisschen, also es gehört ja viel dazu, so Disziplin und so. Das sind Sachen, da wächst man mit. Ich glaube, das muss man vorher schon so ein bisschen haben, aber da wächst man auch so ein bisschen mit seinen Aufgaben. Das ist auch ganz wichtig. Aber diese Lernkurve, also das Lernen an sich, ist halt also du musst stetig lernen. Deswegen mache ich auch relativ viele Fortbildungen, schaue auch viel über den Tellerrand, weil es halt keinen Sinn macht, zu sagen, so, ich glaube, ich weiß jetzt eigentlich viel, würde ich jetzt sagen, einfach mal. Ich weiß viel und das bleibt halt einfach die nächsten 30 Jahre so. Das funktioniert nicht. Also vor 30 Jahren vielleicht, vor 30 Jahren hätte das wahrscheinlich sogar auch bei uns im Bereich, glaube ich, bei vielen sehr, sehr gut geklappt. Aber die Zeit ist halt vorbei. Ne? Also es ist halt, wir sind viel digitaler, es ist viel schneller. Also man muss sich ja nur mal überlegen, kann ich wirklich mal sagen, aus der Produktentwicklung bei einem Versicherer ist es so, die haben früher einen Wohngebäudetarif als Beispiel rausgebracht. Sagen wir mal 1990 haben die den rausgebracht und dann war das so der heiße Scheiß. Das war der Wohngebäudetarif am Markt. Es gab keinen anderen, der das konnte, so gut wie die. Es sind wirklich viele Leute, die ein Haus hatten, dann zu denen hingelaufen, haben es bei denen abgeschlossen und haben darüber natürlich auch alles andere dann bekommen.
dann hat eine Gesellschaft, eine andere, wenn die das nachmachen wollten, teilweise 3 bis 5 Jahre gebraucht, das nachzumachen. Weil es kein PC gab, wo man reintippen konnte und sagen, komm, wir berechnen das mal und sagen mal, komm, wir tippen die Quoten rein und fertig, sondern dann saßen da halt ein Team von 10 Mathematikern, dann noch Aktuare, also es muss ja dann durch weiß ich nicht wie viele Abteilungen gehen. Dann hat das halt 3 Jahre gedauert, dann müssen wir das noch mit reinmachen. Dann hat sich die Gesetzeslage noch geändert, dann sind die quasi fertig, dann gibt es irgendwie wieder einen Passus, der ein anderer wieder mit reingeht. Scheiße, das müssen wir auch noch mit reinmachen, dann muss der Prozess wieder von vorne starten. So, und dann hatte man dann wirklich das Problem, dass so ein Tarif teilweise 3, 5, 6, 7 Jahre lang Bestand hielt. Bei einer Gesellschaft. So, und dann war halt das Ding, ja klar, wenn ich es einmal gelernt hat und konnte, war's das. Also reicht. Ja. Ne? Aber es ist ja nicht das, was du halt haben willst eigentlich. Ne? Also der Bauchladen bei mir ist ja ein bisschen größer, dadurch, dass es ja, dass ich unabhängig bin. Und da ist halt wirklich so das Ding, dieser stetige Punkt, sich zu verbessern. Also für mich persönlich als oberstes Credo ist immer so, ich möchte so beraten, wie ich selber gerne beraten werden möchte. Ist auch ein richtig ekelhaft abgedroschener Satz, aber es ist am Ende ja so. Ich habe ja auch schon mal gesagt, ich glaube, ich muss hier mal ein Phrasenschwein hinstellen. Oh, das wäre teuer geworden. Das wäre teuer heute geworden. Ja, aber ja. Also, aber es ist irgendwo dann, ja. Ja, voll. Also du musst das lernen mit der Disziplin. Du musst definitiv, also eine Sache, die du lernst, ob es auf der leichteren Seite oder auf der schwereren Seite ist halt mal wirklich auf die Fresse zu fallen. Du musst auf die Fresse fallen und du musst aufstehen. Du musst aufstehen, du musst deine Lehren daraus ziehen und musst weitermachen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil du kannst nicht, egal wie gut du bist, egal was für ein geiler Typ du bist, wie gut fachlich du bist, es können einfach mal Sachen passieren, die dich halt aus der Bahn werfen. Das kann ein Trauerfall sein. Das kann Corona sein, so als Beispiel mal, so was ganz Verrücktes, wo auch alle, sag ich mal, sich selber, der eine mehr, der andere weniger auch verrückt gemacht hat und. Das Umfeld sich verrückt gemacht hat, also das ist ja ganz, ganz vielschichtig. Ja. Aber es kann ja sowas mal passieren, dann kann man scheitern und dann ist halt die Sache, einfach aufzustehen ist immer so billig. Weil einfach aufstehen, das Gleiche nochmal zu machen, ist dumm. Also wenn ich das Gleiche nochmal mache wie vorher und ein anderes Ergebnis erwarte, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Weil das funktioniert nicht. Also wenn ich immer das gleiche, also selbst wenn ich einen anderen Namen oben drauf schreibe, ich mache das gleiche wie vorher, schreibe einen anderen Namen oben drauf und will ein anderes Ergebnis haben, schwierig. Ja. Weil du hast ja nichts verändert. Ja. Also du musst schon so ein paar Stellschrauben, muss man halt dann auch mal ändern. Weil dann, also natürlich, also muss ja nicht heißen, dass es gut ist. Kann ja sein, dass du eine Stellschraube änderst und es ist vollkommene Grütze und es passiert gar nichts. Oder es wird auch schlimmer, in Anführungszeichen, oder schlechter. Es ist ja, also klar, aber das ist halt so ein Thema, das muss man halt lernen, dass man halt was verändert. Und das auch mal länger aushält, weil Erfolg stellt sich nicht sofort ein. Das ist ein ganz, ganz langfristiges Thema, so ein ganz, ganz langfristiger Prozess, den man lernen muss. Da muss man geduldig sein. Das ist ein ganz, ganz schwierig für mich. Aber das lernt man. Also das lernt man wirklich, dass du halt merkst, okay, manche Sachen, also ich kann jetzt nicht heute sagen, auch cool, weißt du, Instagram finde ich cool, ich mache heute mal eine Instagram-Seite und die läuft direkt. Nein, das hat ein Jahr gedauert. Also die Seite, so wie sie jetzt ist, hat es auch vom Prozess her, ich habe die 2-3 Mal verändert, vom Design her. Ich hatte da mal einen Social Media Manager mit drin. Also ich habe das auch mal extern machen lassen. Habe mir selber da mal Fortbildung gemacht, habe es jetzt ein bisschen geändert. Mache das halt, wie gesagt, alles selber. Das ist halt ein Prozess. Da kann ich jetzt zum Beispiel auch wenigstens wieder mal mitreden mit dem Social Media Bereich, weil auch bei mir, also ich habe realistisch schon zum Beispiel jetzt mit YouTube gewusst, das hat jetzt halt nicht, weil gerade YouTube ist ich sag mal, am schwersten zu wachsen. Aber schon gewusst, dass das ein Jahr oder so dauern kann, bis du vielleicht mal deine magischen 1000 Abonnenten oder so kriegst. Trotz alledem fand ich dann auch cool, habe ich auch schon tatsächlich ein paar Mal zu hören bekommen. Er hat natürlich mega, aber dass dann Leute irgendwie die Interviews gesehen haben. Und dann haben die gesagt, und dann habe ich dann Abonnentenzahl gesehen, weil die gesagt haben, ich dachte, ich gucke gerade einen Podcast mit 10.000 Abonnenten oder so. Weißt du? Und das hört sich natürlich dann geil an. Voll. Aber trotzdem, um einfach das zu bestätigen, so dieses, das ist obwohl ich ja sogar wusste, dass das ein langer Prozess ist, um überhaupt irgendwie was sich aufzubauen. Unterschätzt. Ist es trotzdem so ein bisschen zäh da manchmal. Man denkt so, warum geht das? Klar, es gibt Fälle, auch im Social Media Bereich, da ist das so, gibt welche, ich habe da sogar auch einen kennengelernt, ich mache Insta oder TikTok auf und dann habe ich eine Woche später 1 Million Follower oder so. Aber ist halt wieder dieses typische, der Lottogewinner aus
Ja, der Lottogewinner halt. Ja, aber das kommt darauf an, wie du es halt machst. Ja. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich mache das so, wie ich jetzt bin, ich mache das seriös, versuche das so in die Richtung zu machen, sicher. wie ich es halt haben möchte, Dann dauert das ein bisschen. Ja. Also ich mache es ja nicht so, Ja, dass ich mir jetzt wenn einen man Anzug und einen Stock Krawatte und mich... Nee. Natürlich stelle ich mich... Ja, ich habe so oft schon gedacht, lass morgen mal die Cam anschalten. Jetzt, wir könnten auch jetzt hier zack und dann ziehen wir einfach die Stelle hoch, ein bisschen Bauch wackeln, machen daraus ein paar Shorts, TikTok hoch. Funktioniert. Hast du 100% in 2 Wochen 100.000 Follower. Ja, das funktioniert. Ja, das funktioniert auch mit meinem Bauch. Da muss man, aber da muss man sich sofort immer die Frage natürlich stellen, wofür will ich ja stehen? Will ich das? So, ja, ist und das ist halt das Ding. Ich könnte natürlich auch bestimmte Sachen. Das ist ein geiles Bild. Ne? Aber du hast halt auch das Thema, du kannst das ja genauso machen. Jetzt vorbei. Ich sehe uns gerade hier beide so tanzen, weißt du? Auf gar keinen Fall. Oh, ja, gut. Nein, aber du hast das Thema, du kannst es ja wirklich, also ich könnte es natürlich, weiß ich nicht, Tanzvideos ist jetzt übertrieben, aber ich könnte natürlich so Reels machen, wo ich halt nicht auf bestimmte Sachen vielleicht eingehe oder das, was mich beschäftigt. Also ich habe ein Reel, da habe ich 12.000 Views drauf. Das ist cool, aber das ist mir halt eine Sache, die mir halt wichtig ist. Es ist ein Teil oder es ist ein kleiner Ausschnitt aus einem Teil meiner Beratung, also die ich da halt noch aufgenommen habe, weil es halt wichtig ist. Das ist eine Sache, die gebe ich raus und dann ist die weg. Also dann nutzt die auch jeder. Das ist halt so, es ist halt so Fluch und Segen zugleich. Auf der anderen Seite, natürlich, ich könnte Partyvideos machen. Ich habe jetzt auch mal was von Disneyland hochgeladen, wo ich mit der Kleinen war, weil sie Geburtstag hatte. Klar, aber das ist ja, hat er an sich jetzt erstmal per se nichts mit meiner Arbeit zu tun, aber es soll halt einfach den Leuten auch mal ganz klar machen, auch Versicherungsmakler sind Menschen. Also wir sind ganz normale Menschen, wir haben ganz normale Familien. Wir müssen, du lachst gerade, aber es ist ja, manchmal habe ich das Gefühl, die Leute sehen uns so den, weiß ich nicht, typischen Porsche-Fahrer, dem alles egal ist. Nein, also das ist es halt definitiv nicht, sondern wir sind ganz normale Menschen, wir wollen, also ich persönlich will und ich glaube auch, also ich unterstelle das jetzt einfach mal vielen, die wollen den Leuten einfach auch helfen, damit die halt auch ihr Leben leben können, was sie leben wollen oder was sie sich wünschen. Das ist ja so eine Frage, das ist eine Glaubensfrage auch am Ende so ein bisschen, das ist eine Einstellungssache. Ich bin gleich noch gespannt auf die Frage Akzeptanz, da kommen wir nämlich dann gleich schon drauf, weil da hätte ich ja als YouTuber auch dann was zu erzählen, weil das ist halt so, wie ist so der Ruf, weil dieses typische, YouTuber so, was ist denn das? Die machen ja eh nichts oder so, ne? Naja, da kommen wir jetzt auch gleich sofort, aber mich würde auch für euch da draußen nochmal so interessieren, gerade so bei Selbstständigen finde ich ja interessant, die Frage immer, wie schaffst du es so an anstrengenden Tagen positiv zu bleiben? Wo holst du für dich die Kraft raus, wenn du vielleicht auch mal einfach schlechte Phasen hast? Keine Ahnung, dann doch mal eine Woche lang keine Termine oder dann eben halt nicht die 1, 2, die man sich erwünscht oder so pro Tag. Hast du da irgendwie was? Vielleicht natürlich deine Familie, Rückhalt und so, Voll. klar, voll. Ist total, also es ist, unterschätzt man. Also es ist halt die Frage, ne? Man braucht halt, also es ist ja ist auch da vielschichtiges Thema, aber ich sag jetzt mal, man braucht ein Ventil. Ne? Also man braucht irgendwo ein Ventil. Für die einen ist es Computerspielen, da zähle ich mich vielleicht auch mal dazu. Trainieren. Für die einen ist es Trainieren oder Tennis, Fußball, Paddel, Tennis spielen, was auch immer. Also irgendwie sowas zu machen, auf jeden Fall, das muss man auch machen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben halt auch einen leicht stehenden, sitzenden Beruf, da muss man sich ein bisschen mehr bewegen. Aber du hast halt wirklich, es ist eine Kopfsache. Also es ist wirklich eine Einstellungssache, die muss man auch trainieren. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man da halt nicht irgendwie in ein Loch fällt. Weil das kann sehr einfach passieren, wird dann immer runtergespielt. Ich finde das auch, ich berate ja viele Kunden darauf hin, gerade so das Thema Arbeitskraftabsicherung. Und da ist halt wirklich dieses Thema psychische Gesundheit, ist ja jetzt aktuell das Ding, was halt wichtig ist. Das ist ja auch immer, also die Leute merken es ja immer mehr. Durch Corona hat es ja auch nochmal ein bisschen, also es hat deutlich an Zufluss gehabt, dass das halt auffällig geworden sind. Bei Leuten, die es vielleicht schon hatten oder nicht gemerkt haben, hat es sich dann einfach mehr ausgeprägt. Ich finde es halt schwierig, es ist ja keine Form von Schwäche, wenn man sich Hilfe irgendwie dahin sucht, sondern es ist ja eine Form der Stärke. Also das ist ja eine Sache, das ist eine Krankheit. Das ist so, als wenn ich mir das Bein brechen, gehe ich auch zum Arzt. Das lasse ich auch nicht so von selber aus heilen. Ja. Oder rede mit meinem Partner darüber und sagst so, ey, guck mal, mein Bein ist gebrochen, kannst du mal was machen? Richte mal. Mach mal. Ne? Also funktioniert halt nicht. Oder seltenst, sagen wir es mal so. Dann kommt auf einmal so ein Partner raus. Aber du weißt, was ich meine. Es funktioniert halt nicht. Und das ist halt so bei mentaler Gesundheit, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Man muss halt sich auch viel mit sich selber beschäftigen. Also es ist halt wirklich so ein Thema, ich mache das
gerne am Wochenende, dass ich mir nach der Zeit mit der Family, deswegen Wochenende bei mir meistens arbeitsmäßig ein bisschen schwierig, weil das ist für Familie geblockt, dass ich da mir auch nochmal ein bisschen Zeit für mich nehme. Sei das dann morgens eine halbe Stunde im Bett irgendwie, dass ich da halt einen Kaffee trinke und dann noch was anderes, also mir Gedanken einfach mache, was war die Woche vielleicht gut, was war schlecht, was kann ich ändern, dass ich das so ein bisschen Revue passieren lasse, weil wenn ich das nicht mache und habe dann wirklich einen schlechten Monat vielleicht sogar, sitze ich im Bett und denke mir, oh, fuck, was ist passiert? Ich weiß es gar nicht. Also du kannst ja gar nicht auseinanderklamüsern, was war jetzt eigentlich gut, was war schlecht und dann hast du eher das Thema, dass das immer so das Pendel eher zum Negativen schwingt, weil du es nicht auseinanderklamüsern kannst. Also es ist wirklich ganz, ganz wichtig zu sagen, so, es gibt Sachen, die sind halt schlecht, es gibt Sachen, die sind halt gut. Und dann muss man sich halt an den... sich wirklich aktiv auch damit auseinandersetzen. Voll. Ne? Also weil ich gut, dass du das sagst, weil viele kommen ja auch dann vielleicht so in diese, ja, ich sag mal Verdrängungsphase oder so, aber man hat dann vielleicht mal die erste schlechte Woche, da sagt man dann vielleicht noch so, ach komm. Also jetzt nicht aus deiner Sicht gesprochen, sondern ich meine jetzt generell, das kann ja schnell passieren. Dann hat man nämlich schnell die zweite, dritte, vierte Woche und dann denkt man so, fuck, was ist denn jetzt, wo ist der Monat hin? Und der war komplett scheiße. Und das Thema ist so, wo ist das Problem? Also wo ist ja, weil ich habe ja keinen, der mir irgendwie hilft, also ne, normalerweise, wo ist diese Stellschraube gewesen, die ich jetzt geändert habe, wenn ich das nicht tracke, das ist halt ganz, ganz wichtig. Das ist auch ein Thema, was ich eben gesagt habe, das ist ganz, ganz wichtig für die Selbstständigkeit. Wo war diese eine Stellschraube, die jetzt anders, also die ich jetzt verändert habe? Was habe ich? Bin ich anders aufgestanden? Habe ich andere Klamotten angezogen? Habe ich mich anders gefühlt? Falsch gegessen? Also klingt so banal, Ja, aber es kann ja wirklich so sein, dass es einfach die Einstellung dadurch einfach, also wenn ich mich jeden Tag, ich mag Jogginghose, nicht, dass das falsch ist, aber wenn ich mich jeden Tag mit Jogginghose vorm Rechner zu Hause hinsetzen würde, was ich nicht mache, ich arbeite von zu Hause aus fast nicht, ich will das trennen für mich räumlich, dann wäre es halt so, ich würde definitiv nicht die gleichen Ergebnisse haben, weil ich nicht kann. Ich kann das nicht trennen. Ich zu Hause bin ich zu Hause, verstehe ich, ja. Dann kümmere ich mich um Family. Das ist auch räumlich bei uns ein bisschen schwierig, weil wir haben 3 Zimmer, das ist ein bisschen eng sonst. Aber es ist halt einfach ein Punkt, du musst da für dich halt einfach einen Weg finden. Wir haben das mit unserer Kleinen, die ist 6, haben wir auch lange überlegt, wie wir mal ein bisschen was von ihr erfahren, dass sie uns was erzählt, was vielleicht auch nicht so cool war, weil das Thema ist auch Kinder und das ist halt immer das Schöne, wenn man halt Kinder hat. Man kann Kinder, also so wie Kinder reagieren, wie sie reden, wie sie agieren, das ist halt einfach so das Ehrlichste der Welt. Und man kriegt da das ehrlichste Feedback und das direkteste Feedback. So, und da habe ich sehr, sehr viele Learnings mitgenommen, auch allein von meiner kleinen Maus. Dass es halt wirklich das Thema ist, wir fragen sie jeden Abend, wenn wir zusammen essen, wenn ich dabei bin, wenn ich das schaffe, was war schlecht an deinem Tag? Erzähl mir mal eine Sache, die schlecht war. Dann ist es meistens irgendwie, ja, der und der war nicht da, ich konnte nicht in die Bauecke oder ich konnte nicht malen oder habe mich vermalt oder bin hingefallen. Aber dann weiß ich das. Dann ist das eine Sache, dann erzählt sie mir das, weil sie mir das erzählen möchte. Und nicht so, ja, ist so halt irgendwas Schlimmes passiert? Willst du mir das erzählen? So ein bisschen Druck? Nee, ich will das gerne wissen. So, weil es mir halt wichtig ist, logischerweise. Ja. Und dann natürlich, damit es am Ende hin raus gut geht, frage ich sie ja, was war denn gut? Und dann erzählt sie mir, ja, und das und dass du hier bist und dass wir das gegessen haben, dass wir vielleicht bei McDonald's mal waren oder dass wir Schuhe gekauft haben, keine Ahnung. Aber dann erzählt sie mir das, was sie gut fand und dann merkt sie halt selber auch nochmal so, okay, das habe ich jetzt, also das war gut, das war schlecht. Und dann geht sie aber immer deswegen das Gute am Ende, damit sie mit einem guten Ding immer halt auch nochmal dann ins Bett geht, weil danach geht es meistens zügig in die Kiste. Ja. Und das ist halt wichtig und das mache ich halt für mich selber halt in einer anderen Weise halt morgens, dass ich halt mich frage, so, ja, was war dann halt die Woche vielleicht gut, was war schlecht und schreibe mir das vielleicht sogar aus, habe ich mal eine Zeit lang wirklich sehr, sehr intensiv gemacht, um zu wissen halt, wo liegt das Problem in Anführungszeichen. Also es gibt ja mal so Phasen, da geht es einem auch vielleicht so nicht gut, ohne dass jetzt was so diagnostiziert ist oder so. Kann man ja ganz offen drüber reden. Und da ist halt das Thema, habe ich einfach ganz klein geschrieben, was tut mir gut, was tut mir schlecht. So, und dann habe ich einfach das, was mir nicht gut tut, habe ich dann einfach irgendwann wegradiert. Also habe ich einfach weniger gemacht. Ja. Oder halt gar nicht mehr. So weit, wie ich das beeinflussen kann. Aber so, alles richtig und kann ich auch komplett unterstreichen. Auch so, ich sag mal, vermeintlich banalere Dinge wie, habe ich mich vielleicht mal die Woche schlecht ernährt. Ja, klar, das sind alles Dinge, die sich irgendwo auf dein Wohlbefinden letztendlich auswirken. Ich meine, wenn man allein mal nur daran denkt, was ja Kleidung auch mit einem selber ausmachen kann. Also ich weiß selber jeden Tag, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag mal, so normal rausgehe, fühle ich mich trotzdem anders, als wenn ich jetzt komplett einen Jogginganzug rausgehe. Dann fühle ich mich direkt schon so selber ein bisschen wie so ein kleiner Penner, auch wenn ich jetzt, das für mich schon mittlerweile komplett normal ist, so, weil ich einfach irgendwie sportlich unterwegs bin, aber trotzdem, wenn ich irgendwie so im Lebensmittelgeschäft reingehe, dann fällst du aber hier nicht auf. Ja. Ja.
Stimmt. Nee, Ja, aber irgendwie, sorry. aber ist ja so, macht ja einfach das genauso, wenn ich mich jetzt ganz krass im Anzug anziehen würde, dann, auch wenn man jetzt sagen würde von sich selber, ja, ich habe ein gutes Selbstbewusstsein, dann wird er trotzdem nochmal 5% irgendwie dich pushen. Ja, Und so ist halt genau, aber auch mit deinem Jogging zu Hause und dann Voll. verbindet man Gemütlichkeit, Couch. voll. Ja. Das auf jeden Fall, aber du musst halt, eine Sache musst du ja beachten, das muss ja authentisch sein. Ja. Es bringt dir ja nicht zu sagen, boah, geil, ich ziehe jetzt, also ich habe in der Ausbildung habe ich auch Anzug getragen, habe ich ja gesagt. Finde ich auch, also ich mag Anzug tragen, finde ich gar kein Problem mit. Das Thema ist nur, kauf dir mal Anzüge, A, sind die teuer so auf Dauer, ne, weil willst ja auch ein paar schicke haben. Da sagst du was. Und dann hast du halt wirklich das Thema, wenn du irgendwann dich daran nicht mehr wohlfühlst, kannst du ihn zwar anziehen, die Leute finden das vielleicht so, aber wenn man mal mit einem dann redet oder dann fängt er hier an zu pummeln oder merken das, das, ja. das merkt man relativ schnell. Also das ist halt so das Thema, wie authentisch ist das am Ende. Und bei vielen ist es halt einfach so, die werden halt so reingeschossen in so einen Anzug und gesagt so, hey, geh zu Kunden. Da denk ich mir so, ja, nein. Ja, ist wirklich so. Deswegen laufen ja auch mehr jetzt rum. Also es gibt jetzt viele, es gibt einen mit Cap, also es gibt ja, laufen ja mit Pullis rum. Also das ist ja, wie gesagt, wir sind normale Menschen. Wir sind ganz normale Menschen. Also das ist so. Ist auch gut so, ey. So, jetzt kommen wir aber mal zu der interessanten Frage, die ich glaube, das ist mit einer der ein, zwei wenigen Fragen, die ich wirklich immer bisher gestellt habe, nämlich halt Thema Akzeptanz, was wir angerissen haben. Finde ich halt da immer sehr wichtig. Also einerseits natürlich generell die Thema, wie wird das in der Gesellschaft angesehen, wenn du sagst, du bist einfach selbstständig, so, diese Selbstständigkeit an sich, aber natürlich dein Bereich, deine Branche. Jetzt können alle kommentieren, ja, ist ja klar. Abschaum, die Profi-Leute hier mit den Provisionen. Nein, aber deswegen, Ja, also mich mal so interessieren. selbstständig im Allgemeinen bin ich ja jetzt fast 10 Jahre, kann ich ganz klar sagen, hat sich geändert. Vorher war es so, boah, bist du verrückt? Warum machst du sowas? Also immer so ein bisschen negativ, so mit Angst Ja, klar, behaftet. sowieso. Ja, aber es ist jetzt ein bisschen, also es wird jetzt, ich habe das Gefühl zumindest, dass es anders angesehen wird. Die sagen immer so, boah, cool, du bist selbstständig. Also es wird jetzt positiver zumindest verpackt. Wenn ich dann aber sage, was ich dann mache, ist es dann meistens wieder ein bisschen negativ. So, das hängt einfach damit zusammen, es gibt eine Statistik, Versicherungen, Makler, Berater, Finanzberater, wie man es auch nennen möchte, ist ja kein, ne? Aber alles, was in die Richtung geht, ist, glaube ich, so das Unbeliebteste, was wir in Deutschland haben. Ich glaube, Politiker sind sogar ein bisschen beliebter, was echt verrückt ist, Das ist echt eigentlich. verrückt, ne? Krass. Ja, aber du musst ja überlegen, okay, es ist ja, also das ist ja auch eine Sache, wir haben die Branche hat halt die letzten Jahrzehnte wirklich auch alles dafür getan, dass der Stand so ist, wie er ist. So, wir probieren das ja. Es gibt ja viele Beispiele, viele gute Beispiele, die es verändern wollen. Davon hast du auch den einen oder anderen schon hier. Ja. Ist ja das Thema, wir wollen das ändern, aber es ist ja nicht so einfach. Also es ist jetzt nicht so, als können wir so sagen, so, ne, Prozess, das ist das Thema. Wir können nicht sagen so, okay, weißt du was, Branche ist super, wir sind die Geilsten und jetzt sind wir besser als Ärzte angesehen, sondern das wird mindestens noch 20 Jahre dauern, wenn nicht sogar länger, weil das, was passiert ist in der Vergangenheit, wirst du nicht so einfach los. Also wir haben ja Sachen gehabt, also die ja mit uns behaftet sind, obwohl wir dafür nichts können, theoretisch. Wo das Thema, ich sag jetzt mal, die erfolglose Riester-Rente als Beispiel, als Produktbeispiel, können wir persönlich ja gar nichts für. Ist ja uns so quasi zugeschnitten worden, dass es so ist, wie es ist. Ja. Dass die jetzt mehr oder weniger gescheitert ist, liegt nicht an uns. Ja. Liegt so an den Rahmenbedingungen, die wir gekriegt haben. So, das ist aber ein Punkt, da sagen alle Verbrecher. Weil zu teuer, schlecht, funktioniert nicht. Ja. Vor, weiß ich nicht, 15 Jahren, als die rausgekommen ist, haben alle gesagt, geil, machen. Jeder. Selbst wer keinen Plan hatte, ich mache einen Riester. Super. Aber wenn man mal ehrlich ist, hätte man dann sagen müssen, oh cool, der Gesetzgeber ist hingegangen, das Rentenniveau um 2% gesenkt und hat gesagt, du musst das, wenn du das gleiche Rentenniveau wieder haben willst, musst du halt 4% von deinem Bruttohalt investieren. So, bei dem einen mehr, beim anderen weniger. Aber es war ja nur ein Anreiz dafür, eigentlich was zu machen. Dass man aber auf der anderen Seite 2% Rente effektiv weggenommen hat, für immer, interessiert wohl anscheinend keinen mehr. Das ist halt schwierig, also ja, aber das ist ja von außen gesteuert, aber wirkt sich auf unsere Branche halt aus. Unsere Branche ist halt,
ich sag jetzt mal so 80er, 90er Jahre davon geprägt, dass so ein Typ mit so einem Aktenkoffer, mit so einem Schlips und mit einem Anzug von Tür zu Tür läuft und sagt, lass uns mal über Versicherung reden. So, wir haben hier so einen Prospektantrag, ne, wir haben hier so ein Ding, man musste ganz fest drücken, ja, damit das halt auch durchgeht und dann schreiben wir mal. Der gute alte Peter Zwegert. Schlimmer. Also, Sein Aktenkoffer öffnet Tür zu Tür. und, ja, aber es ist ja, also das ist ja wirklich ein Punkt, dass halt auch Leute das zum Teil gemacht haben, die es fachlich nicht konnten. Deswegen ist das ja so nachgeschärft worden alles. Also die ganzen Regularien haben sich ja geändert. Du musst eine Eignungsprüfung haben. Also du musst das können, fachlich zumindest irgendwie nachweisen können, dass du es kannst. Du musst das Thema, du musst halt einen Versicherungsschutz nachweisen. Du musst das Backtesting, also im Hintergrund, dass deine Akte sauber ist und so. Das ist ja alles jetzt gekommen dadurch, dass es halt so ist. Die Provisionen, ja, diese bösen Provisionen, ja, sind ja auch eingeschränkt worden, verändert worden in den letzten Jahren, weil es da auch schwarze Schafe gab. Ja, das ist so. Das kann ich auch nicht wegreden. Das wäre auch Schwachsinn, das wegzureden. Es gab halt Leute, die haben das System ausgenutzt und haben damit Geld verdient. Ja, Punkt. So, aber ausgenutzen in dem einen Sinne, um Geld zu verdienen, kann positiv sein, sage ich jetzt einfach mal, weil es halt für den einen halt einen positiven, also wenn es halt eine Sache gibt, womit ich Geld verdienen kann, das funktioniert, mache ich das. Ich glaube, das macht jeder. Macht auch jeder, der sagt, ich will Steuern sparen. Macht er auch. Ja? Wenn das im rechtlichen, sauberen Rahmen ist, alles gut. Aber geht das in die Richtung, dass es halt, ne, das Thema, was ich eben gesagt habe, Versicherung, du als Kunde und ich, wenn das zu einem Verhältnis zu krass kippt, ja, dann funktioniert das ganze Thema nicht. Und gerade wenn das Kuchenstück bei dir am Ende nur noch so ist, ja, und so die halbe Torte beim Versicherer oder bei mir landet, dann funktioniert irgendwas nicht so ganz sauber. Und das war eine Zeit lang so. So, und das kann ich auch nachvollziehen. So, es sind ja viele mal, also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es sind ja mal wirklich eine Zeit lang viele bei uns in Düsseldorf am Hauptbahnhof in so einen Saal gegangen, hat irgend so ein Heini so einen Saal gemietet, der hat gesagt, du bist ab sofort Finanzberater. Nee, weiß ich nicht. So, dann haben die so ein 3-Stunden-Seminar gemacht. Dann haben die gesagt, du arbeitest unter meinen Fuchtel, Ja. hier sind die Prospekte, geh zu deiner Familie und zu deinen Freunden und mach das. Und dann war das so. So, dann war das die Prüfung. Also dann war das war die Eignungsprüfung. Das war vollkommen also das sind so Sachen, Krass. das ist normal, dass dann unsere Branche einen schlechten Ruf hat. Ja, normal. Also sorry, also Du kannst ja nicht 3 Stunden gegen 3 Jahre lernen. zum Beispiel. Es geht ja auch nicht über 3 Monate oder 6 Monate. Das kommt darauf an, wie schnell du bist. Jeder ist da auch individuell. Ich will das ja auch gar nicht so sagen. Ne? Aber, Geil, ja, aber so Sachen gab's. Und dann ist es halt so das Thema, red doch mal mit Leuten darüber. Also wie bist du an deinen Versicherungsvertreter gekommen, ursprünglich, an deinen allerersten? Wie bist du an den gekommen? Bei den allerersten, damals dann von der Sparkasse da, Ja. das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Eltern? Wirklich nicht mehr. Deine Eltern bei der Sparkasse? Hast du deswegen das Konto da gehabt vielleicht? Boah, kann sogar sein, dass ich mich mal selber mit Riester und so einem Gedöns da war noch Riester nämlich das Thema, Ja, sag ich ja. auseinandergesetzt habe. Und dann habe ich nämlich, ich hatte glaube ich mal einfach einen Termin bei der Sparkasse. Und dann, da ging es aber um was ganz anderes, einfach meine Kontoverwaltung oder so. Und dann, genau, weiß ich noch, wegen Vergünstigung als Auszubildender für deine Kontogebühren, hast du nicht gesehen. Und dann wurdest du so ein Gespräch halt. natürlich gut gepflückt. aufgebaut. Ja. Nein, also Wie ist es denn mal, sich über deine Finanzen und Zukunft und Rente-Dings Gedanken zu machen? So, ja, und dann kann man da. genau, du hast sowas. Also du hast sowas, du hast das Thema, dass das halt so der Bankberater ist. Ja. Der es halt macht, weil er auf dein Konto Zugriff hat und sagt so, hey, lass mal sprechen, wir können was besser machen. So, Ja. ist so klassisch. Ja. Wäre so der erste Kontakt, wenn es nicht über die Eltern lief. So dass du sagst, okay, ich habe hier den Heinz, der macht das seit 60 Jahren, geh mal zum Heinz, der macht das mit dir. Mhm. So, das war so, es war bei meinen Eltern war das genauso. Ja. Da hatten wir einen Versicherungsmakler damals, ja, haben wir gesagt, so, ja, wenn du Fragen hast, kannst du das bei dem machen. Ja. So, dann habe ich selber die Ausbildung gemacht und dann war das Thema nicht mehr bei dem. Ja, klar. So, aber noch nicht mal böse gemeint, also Ja. überhaupt nicht. Aber es ist einfach das Thema so, ja gut, dann will ich halt meine eigenen Fehler, meinen eigenen Weg gehen und dann habe ich es halt auch selber gemacht. Aber da ist halt wirklich das Ding, ich finde es halt sehr, sehr schwierig. Wir haben einen super schlechten Ruf. Ich kann das nachvollziehen. Also ich kann das wirklich nachvollziehen. Da gibt es auch immer noch Leute, die das auch immer noch so haben, nutzen. Aber es bringt mir nichts darüber zu sagen, boah mein Gott, die Gesellschaft XY mit 3, 4, 5 Buchstaben oder die Vertriebsgesellschaft ist schlecht. Das bringt ja nichts. Also das bringt mir persönlich gar nichts. Ja, Ich kann natürlich sagen, so, weißt du was, alle, die in der und der Art und Weise arbeiten, sind schlecht. So, dicker Kamm genommen, einmal drüber gekämmt, Kacke. So, finde ich, funktioniert ja nicht, weil dann würden die auch sagen, alle Makler sind Kacke. Ja, was mich noch interessieren würde jetzt in dem Bereich, weil ich seit
ein paar Monaten auch immer so Sachen, wenn man sich vorstellt, man ist irgendwo auf einen Grillabend oder so eingeladen. Also da geht auf die gleiche Frage hinaus. Weil klar, da sitzen dann ja auch ein paar Leute, die man kennt. Die wissen ja dann schon, was du da machst. Aber klar lernt man ja auch ein paar Leute neu kennen. Sind dann auch sogar einige dann wirklich, ja, also gehen die ganz offen damit um und lassen dich auch, ja, entweder sagen die oder lassen die spüren, was die dann davon halten. Weil die erste Frage ist natürlich, was machst du? Dann sagst du selbstständig. Klar ist die zweite Frage, ja, worin? Dann sagst du ja, was du machst. Ja. Was ist dann die Reaktion so für ganz Fremd? Das würde mich mal interessieren. Also ich hatte das letztens gehabt, da war ich auf dem Geburtstag und da war das so, ja, was mal, genauso wie du gesagt hast. Ja. So, ja, hey, cool, Thomas, und ja, dann haben wir einen Freund getroffen und so ein bisschen hier und da, ein bisschen gequatscht, ein bisschen rumgegangen, mir ein Bier geholt. Ja, cool, und wer bist du? Ja, ich bin der, und ja, was machst du eigentlich? Und ich gesagt so, ja, ich bin selbstständiger Versicherungsmakler, sage ich dann direkt. So, okay. Also mit mir brauchst du nicht über Versicherung zu sprechen. So der erste Spruch. Ja, geil. So, alles, ich habe alles. Ja. Du brauchst mich nicht so, ich bin wirklich zufrieden. Aber ich habe da noch eine Frage. Also, wenn du jetzt schon mal gerade da bist, also, wie ist das eigentlich, findest du Riester, rechnet sich das? Hast du nicht gerade gesagt, dass du ja, also ich bin schon zufrieden. Und dann wirklich, also das ist dann kein Scheiß, es war wirklich so. Und dann hat er am Ende so, ja, und jetzt? Ich so, ja, also direkt eigentlich so eine Beratung. Als ob du den ja auch was andrehen willst als erstes und dann. Ja, aber dann selber so. Dann selber sagt er so und dann kommt er noch. So Beratung, nee. Ja. Also das ist so dieses Thema, dieses Beratung, diese kostenlosen Beraten. So. Das macht, also wenn ich einen im Tee habe, manchmal mache ich das auch mal so ein bisschen. Das ist ja auch ungelogen. Also, ja, falsch, wenn ich ja, kenne ich aber auch. Dann rede ich hinterher doch 2 Stunden über Fitness mit irgendeinem, wo ich genau weiß, in 3 Tagen geht der nicht mehr im Studio, aber. Ja. Aber er hat dann genau deine Leidenschaft getriggert und. Genau. Und das ist also, ja, also, ne, dann sag ich, ist so. Aber dann ist ja auch, wie geil! Das ist also Ausschnittsdeckung. Bitte komm mit nix. Aber übrigens, kannst du mir. Ja, das ist wirklich so. Also es ist halt, oder die sagen so, oh, brauchen wir nicht drüber zu reden. Und dann wirklich so, dann so 3 Sekunden Stille. Guckst du eigentlich Fußball? Ja. So, direkt anderes Thema. Okay. Jetzt auch Fußball habe ich auch eine Versicherung. Ja, dann geil. Nein, aber da bin ich ja vollkommen d'accord mit. Aber es ist halt so geil, so du bist Versicherung. Ach ja, oder ist auch geil, wenn ich in so eine Runde komme, wo ich schon länger nicht mehr war, ne? Also die ich kenne, so alte Schulfreunde oder so. Und die wissen ja, dass ich also ich habe viele, die folgen mir über Instagram, aber die folgen mir halt nur. Also stalken quasi, ghosten mich so ein bisschen. Ja. Nein, aber es ist nicht, dass sie mich ghosten, aber die sind halt da. Ne? Man sieht, die interagieren nicht mit deinem Post gar nicht, genau. Aber man sieht zum Beispiel an den Story-Views, die sind da. Genau. Solche Sachen. Ja, aber auch allgemein. Also dann irgendwann, wann war das denn? Dann war ich in der Stadt mit meiner Kleinen, dann sind wir spazieren gegangen. Und habe ich wirklich einen ganz alten Freund getroffen, der hat gesagt so, ja cool, ich sehe ja immer bei Instagram, was du machst, ist voll cool, was du machst. Ich denke mir so, hä? Folgst mir noch nicht mal, wie kannst du das? Ja, der hat mich nicht, der folgt mir nicht, das ist nicht einer meiner Follower, aber hat trotzdem meine Sachen sich angeguckt. Also das ist so ziemlich so, okay. Und dann war so danach so, okay, Follower, er folgt dir. Ich so, okay. Ja, aber nein, deswegen ist das auch das Thema Messbarkeit, ist halt so total, also vollkommen, kann ich gar nicht machen. Also ich mache das halt, weil ich es mache, weil ich es halt wichtig finde, weil es eine Visitenkarte nach außen ist. Aber da war halt wirklich so das Thema, du hast halt mit Klischees definitiv zu kämpfen. Also so wirklich, so geh mir weg, ich bin zufrieden, bis hin zu verpiss dich. Also jetzt nicht so, aber so nach dem Motto, ja, brauchen wir nicht drüber zu reden, Stille, nächstes Thema. Auch okay. Ja. Also das Thema ist meistens wirklich eher, dass die Leute mit einem anfangen und wollen dann so eine kostenlose Beratung haben. Und dann sage ich denen irgendwann so, ganz ehrlich, nicht böse gemeint, Samstagabend, Freitagabend, ich sitze hier, ich will ein Bierchen trinken, so in der Kneipe oder wir gucken Fußball sogar. Und dann ich dann sage so, wir können das gerne machen, hier ist meine Visitenkarte oder hast meine Nummer, ruft mich an. Aber nicht heute, ich will hier Fußball gucken. Kann ich auch alles nachvollziehen, generell auch immer so diese Thematik. Ich meine, jetzt reden wir hier auch gerade auf der Plattform über die Berufe, aber natürlich gezielt. Aber nein, worauf ich hinaus will, einfach, ich kann halt verstehen, so man will auch nicht immer dann einfach nur auch über seinen Beruf dann wieder von A bis Z alles erzählen. Schwierig. Ne, weil man vor allem halt auch immer die gleichen Dinge auch dann zu hören bekommt. Ne? Zum Beispiel wie bei mir in meinem Fall, ach, das könnte ich aber nicht. So wegen Pflege und Dings. Ja. Danke, dass mir was Neues sagst. Das höre ich ja schon zum 20.000 Mal. Ne, also so solche Sachen dann halt. Also kann ich komplett nachvollziehen. Ja, sei es drum, Thema abgehakt. Ding, ding. Ich hatte die Frage so aufgeschrieben, eigentlich total, ich kann selber sagen, ein bisschen Banane. Gibt es Konkurrenzen? Natürlich gibt es Konkurrenzen in der Bereich. So, deswegen
einerseits so einmal so, wo du sagst, okay, wo würde sich jetzt deine Dienstleistung von den anderen so herausstechen oder abheben? Sprich, warum sollen die Leute jetzt am besten zu dir kommen? Aber trotzdem, weil ich das Wort Konkurrenz jetzt nochmal selber hier gelesen habe, so gibt es das so dieses Ansticheln untereinander oder weiß ich nicht. Der eine, dass man mal so auch offensichtlich so irgendwie ja, gesagt bekommt oder auch merkt oder bei Insta oder so, ja, keine Ahnung, der schreibt sich ja mal an, ja, und was hast du letzten Monat für einen Umsatz gemacht? Also so diese Angeberei, oder gibt es das eigentlich so oder ist das, weiß ich nicht. Also ich jetzt nicht, da ich davon mal gehört habe, deswegen frage ich jetzt einfach wirklich so. Guck dir mal ein paar Reels von mir an. Ich hatte so 2 drauf, da sind schon, also da merkt man, habe ich auch danach Nachrichten gekriegt, so, man merkt, dass du sauer bist. Ah, okay. Also das war dann so, also ja, also sagen wir mal so, ja, klar gibt Konkurrenz. So, alle, die irgendwie mit Versicherungen, Finanzen zu tun haben, sind irgendwo Konkurrenten. So, manche sehe ich aber auch nicht als Konkurrenz an. Weil es ist auch das Thema, wie gesagt, manche Kunden will ich auch nicht haben. Das gleiche gilt auch für manche Kunden will ich nicht haben, weil die halt so sind, wie sie sind. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint, sondern das ist einfach das Thema, ich will auf Augenhöhe arbeiten, ich will mit denen ein Schiff bauen, ich will mit denen zusammen da drin sitzen, wir wollen das zusammen machen. Und wenn das halt nur einseitig ist, dann funktioniert das, also sowohl von mir als auch von ihm funktioniert das nicht. Das wird halt nicht, das klappt halt nicht. Das ist zum Scheitern, da geht der Kahn sinken, ist vorbei. Das ist, und da ist halt das Ding, klar gibt es Konkurrenten, es gibt Vertriebe, es gibt Gesellschaften, die eine sehr, sehr gute Außendienststruktur haben oder einen sehr, sehr guten Außendienst haben. Aber es steht und fällt am Ende einfach alles mit dem Ansprechpartner. So, und das ist halt am Ende eine ganz, ganz individuelle Entscheidung. So, ich finde man muss das halt einfach mal so vergleichen, wie mit einem Arzt oder mit einem Handwerker. Also ich finde, oder mit einem Rechtsanwalt. Wenn ich nicht zufrieden bin mit meinem Rechtsanwalt, was mache ich? Ich hole mir eine Zweitmeinung. Ich gehe zu einem zweiten Anwalt und hole mir eine zweite Meinung. Das Gleiche sollte ich normalerweise auch, oder mache ich ja auch mit dem Handwerker. Ich hole mir meistens 3, 4, 5, 12 Kostenvoranschläge, weil ich sage, Mann, ist das teuer aktuell. So, und dann merke ich, fuck, ist ja doch so teuer. Ja, egal, wo ich mache. Ist einfach so, ja. So, ja nein, aber das ist so ein Thema. Und das ist ja bei einem, also dadurch, dass es ja jetzt erstmal per se nichts kostet, verstehe ich dann manchmal diese Lethargie der Leute nicht, dass sie sagen, okay, ich habe meinen Ansprechpartner bei der Gesellschaft oder meinen Vertreter oder wie auch immer, der macht das und ich bin an sich ja ganz zufrieden, weiß es, aber kann es halt gar nicht bewerten, weil ich ja gar nicht vom Fach bin. Ich habe gar keinen Bock, mich da reinzulesen, weil sonst hätte ich eine Ausbildung gemacht. Also dann wärst du Versicherungsmakler geworden. Ja, aber dann ist es halt das Thema, was wäre denn für dich das Problem, theoretisch, sage ich jetzt mal so ganz hart, zu sagen, ich gehe mal mit mir ins Erstgespräch, 20 Minuten, 30 Minuten Kaffee trinken, sei es digital bei mir oder bei dir, dass wir mal darüber schauen und ich dir dann ganz klar sage und auch frage, was deine Ziele und Wünsche sind und dann dich selber frage, ist das, was du haben willst, passt das, was du da hast? So, und dann ist halt die Sache, entweder sagst du, cool, dass du mir gesagt hast, interessiert mich nicht mal trotzdem so, oder sagst du auch, hast eigentlich recht, lass uns doch mal vielleicht drüber reden. Oder du sagst am Ende, boah, Thomas ist voll der Spasti, verpisst dich. Da finde ich ja das Interessante, was du auch in Teil 1 ja angerissen hattest, so jeder von euch da draußen hat wahrscheinlich irgendwas mit Versicherungen mal abgeschlossen und dann irgendwo in der, irgendwo in der Akte halt abgelegt, wo jetzt 10 cm Staub drauf ist, aber deswegen ist ja schön, dass du das sagst, weil wo ist jetzt generell mal das Problem, auch da mal sich drüber schauen zu lassen und das dann halt mal, entsprechend nach den Wünschen anzupassen, abzugraden, wie auch immer. So, weil es kostet ja halt im ersten Schritt bei den meisten jetzt halt so wie bei dir dann erstmal nichts. Man kann einfach mal quatschen, ganz entspannt. Es ist einfach 30 Minuten, die sich dann so übelst für einen selbst lohnen können. Kann ja auch mehr sein. Also kann ja sein, wenn das sympathiemäßig passt, dann ist das so wie heute, dass das Gespräch ein bisschen länger ist. Nein, aber dann ist das. Zeit ist Geld. dann ist das aber auch so ein Thema. Ich finde halt, du verlierst außer, ich sag jetzt mal, eine Stunde Zeit und am Ende vielleicht noch ein bisschen mehr das Gefühl für das, was du hast oder halt auch nicht hast, hast du ein bisschen mehr Gefühl dazu. Das ist halt so ein Thema, das ist ja, ich finde das jetzt nicht schlimm. Also ich nicht. Ja. Also ich verstehe manche Sachen nicht, dass die Leute, nehmen wir mal das Thema Auto, weil das ist so für mich so das Thema, was halt Deutschland halt sehr, sehr groß ist. Die gehen halt hin zum Autohaus, gucken sich ein Auto an, finden das schön, haben wahrscheinlich vorher schon 5 Stunden lang im Internet sich einen Konfigurator angeschaut. Dann haben die wahrscheinlich sogar noch bei YouTube sich 30 Videos angeguckt und dann machen die eine Probefahrt. Ja.
So, und da ist halt das Thema, wenn ich doch da so akribisch vergleiche oder was die auch teilweise jetzt mit den Autoversicherungen machen, ist das Gleiche. Da gehen die Leute hin, setzen sich Stunden hin am Jahresende und vergleichen die Autoversicherung, um 60 Euro, 100 Euro, 200 Euro zu sparen. Ja, das will ich gar nicht wegsprechen, dass das viel oder wenig ist, aber das machen die mit einem Zeitaufwand, wo ich sage, ja cool, das kann ich auch. Also mache ich halt so, okay, ich klicke auf ich habe da ein Programm für, da gebe ich halt rein, da habe ich die Daten ja von vorher drin, da klicke ich drauf und kriege ich ein Angebot, kann ich sagen, ist günstiger oder nicht. So, und dann ist das Thema fast also das ist für mich eine Sache, das dauert nicht ganz so lange, wo ich dann sage, ja, willst du haben? Ja, nein, so fertig. So, dann musst du dich damit nicht beschäftigen. Ist halt die Frage, was ist dir das selber wert? Also ich frage die Leute auch immer, was ist deine Zeit dir wert? Wenn du sagst, so am Ende, das spart mich 30 Euro beim Auto, ob ich für 30 Euro 6 Stunden Zeit investieren sollte. Und selbst wenn ich jetzt so tolle Online-Vergleichsplattformen nehme, so viele wie es da gibt, am Ende ist ja das Thema, das ist ja ein Trugschluss, am Ende fließt immer Provision, Geld ja trotzdem irgendwo hin. So, und es geht mir nicht darum, dass da Geld und Provision fließt. Das ist auch gut so, weil auch so ein Laden muss sich bezahlen und auch die Infrastruktur bieten. Sonst hätten wir auch die Vergleichbarkeit heute nicht. Das ist auch ganz gut so. Ja. Aber es geht ja auch von der anderen Seite her. Versicherer zahlen richtig viel Asche in so ein Vergleichsportal rein, damit die auf einmal auf 1, 2, 3 oder 4 landen. Oder tendenziell auf den ersten 3. Aber dafür zahlen die richtig viel Asche. So, und da ist halt das Thema so, ist das dann ein richtiger Vergleich oder ist das dann schon eine Sache, dass bestimmte Kriterien härter und weicher bewertet werden? So, und das ist ja so ein Thema, ganz ehrlich. Also selbst beim Auto kann man so viel verkehrt machen. Ach klar, safe. Dass das so eine Sache ist, wo ich sage so, ist es dir deine Zeit wert? So, und das ist halt so eine Sache, es ist mein Job. Ich liebe meinen Job, es ist Berufung. Ja? Deswegen spreche ich auch bei einem Bier, wenn ich da ein bisschen was getrunken habe, auch nochmal ein bisschen mehr drüber manchmal. Aber manchmal muss man auch irgendwann mal so einen Cut machen, wie wir es eben gesagt haben. Aber es ist halt so ein Ding, das muss halt irgendwo schon passen. Ja. Und darüber hinaus, jetzt nochmal so auf die Frage, wo würdest du sagen, wenn du das idealerweise natürlich in deinen Worten zusammenfassen kannst, jetzt, wo würde sich dann halt deine Dienstleistung jetzt zum Beispiel von anderen Versicherungsmaklern oder so abheben? Also dieses typische, eigentlich wie so bei so einem Bewerbungsgespräch, warum sollten die Kunden jetzt aber halt dann zu dir kommen? Deswegen. Ja, ruf mich an. Nein. Dang. Ja, genau. Werbung. Nein, aber... Also das Thema ist ja, viele sind ja nicht bei einem Makler. Das ist ja schon mal der erste Punkt. Viele sind nicht bei einem Makler, sondern bei einem Vertreter, bei der Bank oder bei einem Online-Portal. Das ist ja schon mal so der erste Schritt. Das heißt, so das Thema Vergleichbarkeit, so eine richtige Analyse, sage ich jetzt mal, von einem Produkt gibt es erstmal so nicht. Das Thema ist, das Produkt ist aber halt nur Mittel zum Zweck. Wichtig ist ja, was willst du? So, und da ist halt mal die Frage, das sollte man sich dann jeder auch wirklich mal stellen. Wie sehr ist der Berater mit dir auf deine Ziele, deine Wünsche, auf deine Bedürfnisse eigentlich eingegangen? Oder hat er einfach nur gesagt, oh, du brauchst eine BU, eine Rente und eine Haftpflicht? Ja. So, da unterschreiben und bitte feste drücken, weil du brauchst den Durchschlag. Ja. So, weiß ich nicht. So, ne, also das, ja. Aber ich glaube, die 18-Jährigen, wenn ihr noch wisst, was ein Durchschlag ist, dann bitte in die Kommentare schreiben. Es ist, ja, genau. Aber wirklich, bitte feste drücken und glatten Untergrund, ne? Sonst kann man es nicht lesen. Nein, aber ich muss gerade dabei bleiben. Das ist ja wie so jetzt bei so einem Tablet. Kennst du das noch so, wenn du was draufschreibst, dann dieser Wischer? Ja, genau. Boah, genial, ey. Hat die Kleine so ein Nein, also es ist ja, also wichtig ist ja so unabhängig wie möglich. So, mir ist das am Ende egal, ob das bei der einen, bei der anderen oder bei der übernächsten Gesellschaft landet. Warum? Weil wir beide einen Vertrag haben und es für dich passen muss. Das ist ja unser Vertragsverhältnis. Das sagt ja schon unsere Kundenbeziehung ja schon aus, dass das anders aufgestellt sein sollte. Und dann ist es halt einfach, dass man halt guckt, ob das überhaupt zu dir passt. Also, und ist auch das Thema, wann hast du dich das letzte Mal effektiv mit deiner Versicherung beschäftigt? Ja, das Thema ist so hardcore unsexy wie sonst irgendwas. Es gibt, glaube ich, nichts. Also Zahnschmerzen sind, glaube ich, noch beschissener. Ja, aber Versicherung, sich aktiv mit Versicherung zu beschäftigen, macht halt keiner eigentlich gerne. Es sei denn, es ist sein Job. Aber es ist ja so, Paragraphenreiten, Versicherungsvergleiche, Bürodeutsch, das ist ja nicht so das, worauf man eigentlich Lust hat. So, und da ist halt das Ding, das muss halt irgendwo schon so ein bisschen passen. Viel geht am Ende halt, wie gesagt, über den Ansprechpartner, über die Empathie. Aber halt auch, es sollte schon so das Thema sein, dass das Thema Preis-Leistung, und da ist halt dann die Frage, was ist für dich Preis-Leistung, das ist für jeden wieder individuell, muss halt einfach passen.
Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, warum ihr zu Thomas gehen sollt. Weil, jetzt auch ganz authentisch, weil jetzt Teil 1 dann nämlich die zweite Frage. Weil da hast du ja letztendlich, fand ich, das sehr gut nochmal auch alles erklärt. Weil da ging es ja um seinen Firmennamen auf Versicherungshafen, warum, wieso und der ganze Aufbau dahinter. Deswegen reinhören. Ist ja verlinkt entsprechend. Ja, da ging schon für mich zumindest ein Lichtlein auf. Freut mich. Ne? Kommen wir mal so zu den letzten Fragen. Und zwar so Thema Zukunft. Was ist da bei dir so an Projekten geplant generell? Weiß nicht, Ausbau, Erweiterung, vielleicht mal irgendwann Angestellte haben, wie auch immer. So, was hast du da so für ein Big Picture? Ich hab eben den Haken, den Anker nicht gesetzt. Das war echt ein Fehler vielleicht von mir. Also wichtig, meine Vision. Ich will den Versicherungsmarkt ändern. Also ich möchte, dass wir ein anderes Bild einfach abgeben, dass wir transparenter sind. Das ist mir das ist auch ganz wichtig. Also das ist wirklich ein elementar wichtiges Thema. Ich glaube, kein Markt oder selten ist ein Markt so intransparent und undurchsichtig wie der Versicherungsmarkt. Also ich möchte, dass das halt einfach einfacher ist. Wir haben eine Kunden-App. Also wenn du bei mir Kunde wärst, hättest du eine App. Da sind alle deine Verträge drin. Da kriegst du auch alle Unterlagen reingespielt. Und ich habe eben heute Morgen noch mit einem Kunden gesprochen, der hat gesagt, warum kriege ich um 5 Uhr eigentlich eine E-Mail? Bist du eigentlich irre? Ja. Habe ich gesagt, so, ich schreibe die nicht. Ja. Also das ist halt, weil über Nacht die E-Mails meistens, also die Schreiben meistens rausgehen bei den Gesellschaften, so über Nachtverarbeitung. Und da wir halt ein System bei vielen Gesellschaften haben, dass wir eine Direktanbindung haben, wird das bei uns direkt in das System einfach eingestellt und dann kriegst du eine E-Mail. Mhm. So, und die kriegst nicht nur du, die krieg auch ich. Ja. So, und da ist halt das Thema, wir machen das ganz, ganz transparent, dass halt alles das, was ich sehe, siehst auch du. Ich habe auch damit gar kein Problem, dir alles zu zeigen, weil warum sollte ich? Also da ist ja, ich kann nicht so wie beim Autohändler da nochmal so 10% Rabatt oder so geben. So die Sachen, die ich rausgebe, gebe ich halt raus. So, das passt halt auch so. Weil das sind die Sachen, die halt üblich sind. So, und das ist halt so ein Thema, das ist mir ganz wichtig. Also alle, die nachhaltig den Versicherungsmarkt verändern möchten oder sich persönlich verändern möchten, gerne bei mir melden. Ich will das Team nämlich erweitern, sowohl selbstständig als auch angestellt. Mir ist ich bin da schmerzfrei. Mhm. Ein Timer. Ja. Ich bin da schmerzfrei und was ich noch gerne haben möchte, ich habe ein Büro, das groß genug ist, also ich bin ausgestattet, also ihr könnt theoretisch sofort zu mir kommen. Nein, habe ich eben auch gesagt, Podcast wäre so eine Sache, würde ich gerne machen. Muss ich mich mal mit beschäftigen, wenn ich Zeit finde. Das ist aktuell so das größte Problem, dass ich mich nicht zweiteilen kann. Ja, und das ist eigentlich so der Plan. Also einfach, ich sage jetzt mal sauber wachsen, jetzt nicht irgendwie vollkommen verrückt. Und dann sollte das so, sag ich mal, seinen Weg. Bist du auch eigentlich auf TikTok nochmal so, by the way? Nee. Oder nicht? Bin ich nicht. Warum? Weil ich den ganzen TikTok-Trend komplett verpasst habe irgendwie. Und, einfach machen. Ist wirklich eine klare Empfehlung von mir, weil, ohne Witz, jetzt ein echt guter Tipp von mir. Nein, aber, nein, pass auf, weil, ist jetzt ein bisschen abdriften so, aber generell jetzt einfach mal, gibt auch viele andere, die jetzt zum Beispiel einfach ja die gleichen Shorts, Reels, wie auch immer, wie man die ja mal nennen mag, dann einfach auf die Plattform spreaden. Und das ist wirklich krass, wenn ich ja manchmal sehe, wie einige Reels auf Instagram performen. Ich sage jetzt mal 1000, 2000 Views, aber auf TikTok kriegen die 20.000 Views. Tatsächlich. Ist das, weil der Traffic höher ist? Oder? Ich weiß nicht, weil der Algorithmus sich dann irgendwann so einstuft und sagt, ja, keine Ahnung, du nimmst wirklich die gleichen Reels, die du aufgenommen hast und spreadest sie einfach. Als Beispiel, das ist wirklich am krassesten bei mir, zum Beispiel, also da habe ich jetzt wirklich die ganzen Interviewgäste, weil ich zum Beispiel auch dann mal sage, klar, wenn das Interview rauskommt, gerne teilen, aber auch auf Facebook. Facebook? So nach dem Motto, ist tot. Ich so, Digga, Facebook ist immer noch die meistgenutzte Plattform, by the way. Aber, jetzt kommt's. Auf Facebook, ich bin ja selber erst vor ein paar Monaten drauf gekommen, kannst du Reels auch veröffentlichen. Das wahrscheinlich auch schon länger, aber ich habe das erst vor ein paar Monaten entdeckt. Das mache ich automatisch. Also das ist bei mir miteinander verbunden. Ja, und da habe ich einfach eine Beitragsreichweite von 250.000 pro Monat. Also da gehen die bei mir regelmäßig durch die Decke. Ja gut, aber das ist aber das Thema ist. Da finde ich einfach interessant, die gleichen. Ja, aber es ist eine andere Zielgruppe. Ja. Also du hast ja bei TikTok, deswegen müsste ich da mal gucken. Deswegen sage ich ja, also im Prinzip ist ja, worauf ich einfach nur hinaus will, du kannst einen großen Effekt haben, aber mit sehr, sehr wenig Arbeit. So, du installierst nur die App, haust die Dinger genau da drauf, fertig. Ja, da hört es so primitiv an. Ich hatte mal ohne Witz selber den Anspruch,
Nee, ich will für alles dann, also die gleiche Thematik, weil ich poste ja, meine Reels sind ja aus diesem Podcast jetzt zum Beispiel oder aus dem Interview dann die Schnitte, wo man nur dich sieht, immer nur die Gäste. Also eigentlich mache ich nicht mal Werbung für mich. Nein, aber so. Geil. Lüge. So. Lüge. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? So, genau. Schnitte. Die gleichen Schnitte und ich hatte eigentlich gedacht, boah, ey, ich hatte auch nämlich dann darüber wirklich mit einem Marketing-Spezialisten wirklich gesprochen. Und, ich habe gesagt, ja, aber ich will überall andere haben, weil dann könnte man verständlicherweise von den einen oder anderen hören, was ist das denn? Der macht ja über die gleiche Scheiße am Posten. Aber er sagt, naja, aber aus Sicht des Bekanntheitsgrades oder so ist halt erstmal sowieso irrelevant und vor allem bis die Follower spreaden, also dann wirklich mal von TikTok auf YouTube gehen oder YouTube auf Dings und dann vor allem dann noch bemerken würden, aha, der macht hier aber den gleichen Content. Und dann wirklich da Pech haben, dass da vielleicht ein paar Pappenheimer dabei ist, die sich darüber beschweren würden, das ist sowas von sehr, sehr gering, hat der gesagt, lasst das. Das machen selbst Leute mit Millionen von Followern nicht, die machen das genauso halt. Nur mal so Dings. Okay. Aber gut, ja, jetzt habe ich auch halt mal ein paar Minuten Redeanteil gehabt. Also einfach überall hochladen, weil das ist ja wirklich wenig Arbeit halt, ne? Ja. Ja, so. Gut, Thema Verdienst kommen wir noch. Ne? Wir sind ja hier, wie verdienen wir unser Geld? Ja, wie verdienst du denn dein Geld? Also Provisionen, Honorare etc. Und dann habe ich ja noch so schön angefügt, vielleicht weißt du auch, ja, so als Angestellter in dem Bereich, was kann man denn da so für Verdienstmöglichkeiten erwarten? Also, was geht man so nach Hause? Meine Frau arbeitet ja im Versicherungsinnendienst. Ah, okay. Ich habe ja da auch meine Ausbildung, also ich habe ja meine Ausbildung auch im Innendienst gemacht, gegen den Tarifvertrag. So, der Tarifvertrag ist geregelt, da gibt es bestimmte Einstufungen. So, das ist halt kann man ganz klar sich einfach nachgucken, was der Tarifvertrag für die jeweilige Einstufung, sage ich jetzt mal, gibt. Ich glaube, man stuft automatisch schon fast mit 3 ein, 1 und 2 gibt es schon gar nicht. Also gibt es zwar noch ein Blatt da, aber gibt es eigentlich nicht mehr. Und dann hast du halt das Thema, dass du, also als Angestellter ist halt der Tarifvertrag so das Ding, ne, der Way to go. Du hast aber halt die Sache als Außendienstpartner oder als Selbstständiger oder als Vermittler, also alles, was so in die Richtung geht, Vertrieb, ist immer übertariflich. Wobei es ja keine festen Sätze gibt. Also du hast halt das Thema, bei meinem alten Auftraggeber war es halt so, es gab einen Außendienst, so wie ich ihn jetzt auch immer noch mache, halt als Vertreter. Und es gab aber auch einen Angestellten Innendienstvertrieb. So, und die haben halt übertariflich verdient. So, das ist aber die Frage, wie man es halt verhandelt. So, das Durchschnittsthema bei einem selbstständigen Versicherungsmakler liegt so bei 50.000 brutto. Klingt erstmal viel, ist es aber nicht, weil wir müssen Krankenversicherung selber uns regeln. Wir müssen selber uns um das Thema Altersvorsorge kümmern, Arbeitslosenversicherung und. Also da ist halt das Thema, das ist gar nicht so viel, was der Durchschnitt verdient. Ist natürlich nach oben hin vollkommen verrückt manchmal. Und dann ist aber auch nach unten hin teilweise, wo ich sage so, gut, da werden auch die Teilzeitleute, die das nebenberuflich machen, auch mit reingerechnet, die halt so ein Ding am Hauptbahnhof gemacht haben. Nein, aber Spaß beiseite, also es ist halt wirklich so ein Ding, die Range ist halt riesig. So der Durchschnitt, 50.000 50.000, ja. ist aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, als Selbstständiger zu wenig. Viel zu wenig. Ja, da hatte auch der Kollege von dir, der Manuel, ja dann in einem anderen Interview, kann ich auch mal vielleicht kurz verlinken an der Stelle, mal reinschauen, gesagt, also 106-stellig sollte schon angepeilt werden. Ja. So. Ja. Weil darunter ist es halt, also du hast ja keine Unterstützung, du musst dich halt um die Sachen selber kümmern. Es kommt auch an, in welcher Variation du das machst. Ich habe eine GmbH gegründet, da ist das Thema nochmal ein bisschen anders zu steuern, weil ich mir selber ein richtiges Gehalt auszahle. Als Einzelunternehmer, also als normaler Versicherungsvertreter oder Makler ist es halt einfach so, das, was reinkommt, kann ich auch theoretisch rausgeben. So, da gibt es kein Brutto-Netto betrachten, sondern da kommt dann im Nachgang die große Steuerkeule. Das habe ich halt jetzt nicht. Bei mir ist es halt so, die Firma gibt halt die Steuern ab, ich mache meine ganz normale Einkommensteuer. Dann ist das Thema auch so ein bisschen getrennt. Das hat auch einen Grund, warum wir das so gemacht haben. Jetzt kommen wir mal so zu ein paar krassen oder crazy Geschichten, die wir in Teil 1 ganz kurz anreißen wollten. Aber ja, was gibt es so da für Geschichten, die du mal so raushauen kannst, wo du sagst, also alter Schwede. Das Thema, ich habe es ja eben schon mal, wir haben es ja schon mal eben so grob gehabt, und so brennendes Haus versichern und so, geht ja so in die Richtung, ist schon echt schwierig, weil es hat so manchmal so einen Touch von Versicherungsbetrug. Die härteste Geschichte hatte ich mal bei einer Kundin, die war
Mitte 60, hat, glaube ich, eine kleine Rente gekriegt und war halt echt darauf angewiesen, also er hatte wirklich nicht viel Geld. Es war so ein Finanzding, also ging ihr einfach nicht gut. Und da ist sie halt hingegangen und hat einen Teppich angezündet. Mhm. Und Feuer ist eine Gefahr in der Hausratversicherung, ist versichert. Natürlich nicht, wenn ich es selber mache. Und wenn es so ein Brandloch ist von so einer Kippe oder von einer Kerze und das grob fahrlässig passiert ist, ist das alles versichert. Und komme da hin, habe die Kundin damals übernommen von einem alten Kollegen, der aufgehört hat. Fahr da hin und sie sagt so, ja, also hier, wir können gerne um die Versicherung sprechen, aber erstmal, ich habe hier einen Teppich, der ist verbrannt, hat den so mitgenommen, hat mir ausgerollt und mir so gezeigt. Ich so, ja, gar kein Thema, ist versichert. Haben Sie eine Rechnung? Nee, habe ich nicht mehr. Ich so, was kostet der denn ungefähr? Ja, 250 Euro. Da habe ich mir so geguckt, die zahlt zufälligerweise genau 250 Euro für Hausrat und Haftpflicht im Jahr. Habe ich mir erstmal nichts bei gedacht, weil ich denke immer zu lieb erstmal. Mhm. Und dann war das halt so, dann gucke ich mir so die Sachen so durch, dann sagt die so, okay, ja, vielleicht finde ich doch noch einen Beleg. Ich habe aber ja auch schon einen neuen gekauft, geht in die Küche und holt einen neuen. Und legt den dann da so hin, der auch perfekt passt. So von der Größe her und der Abdruck von dem alten Teppich ist halt schon nicht mehr da gewesen, sondern von dem neuen schon. Ich habe so gedacht, guckst du mal, ich konnte damals ins System auch reingucken, was so die Schäden angeht, habe mir so die Schäden angeguckt. Und dann hatte sie vor 2 Jahren einen Brandschaden von einem Teppich. Hab mir die Bilder aufgemacht, es war der gleiche Teppich. Dann saß ich da, und ich war 25. Saß ich als 25-Jähriger bei so einer Kundin und dann sagte sie zu ihr so, sorry, also wir brauchen gar nicht mehr weiter drüber zu sprechen. Was Sie hier machen, ist kein Versicherungsbetrug. Muss ich anzeigen. Nein, das ist kein Versicherungsbetrug, das ist ein neuer Teppich. Dann habe ich mein Gerät gedreht, habe gesagt, so, guck dich mal an, der Teppich und der Teppich, das ist der gleiche. Ja. Das gleiche Brandloch da oben in der Ecke. Wollen Sie mich jetzt verarschen? Nein, ist gut, wollen wir nicht weiter zu sprechen, Sachen zusammengeklappt. So, dann gehe ich jetzt. Das ist das Thema für mich hier durch. Ja. Suchen Sie sich bitte einen neuen Ansprechpartner. Sachen gepackt, da rausgegangen. Voll unter Spannung gewesen, weil machst du halt auch nicht so häufig. So, Ja. war so, weiß ich nicht, Anfänge ja noch sozusagen. Mhm. Und dann habe ich schon so einen Kollegen angerufen bei uns. Ich so, ja, auf der Dienststelle. So, ich so, ja, wie mache ich das denn jetzt? Melde ich das jetzt wirklich? Ist das jetzt? Ja, musst du melden. Auf jeden Fall. Und ich bin dann vielleicht 5 Minuten zum Auto gelaufen. Und als ich im Auto saß, hat die angerufen. Ja, also nein, also ja, also ich muss zugeben, es war doch. Ich so, ja, trotzdem suchen Sie bitte einen anderen Ansprechpartner. Ich werde das dann ausnahmsweise mal nicht melden. Hab dann nochmal den Kollegen auf der Rückfahrt dann nochmal angerufen, habe gesagt, so, ja, die hat es ja zugegeben. So, ich würde das jetzt so, würde ich nicht machen, weil Strafverfahren einleiten ist halt schon krass. Also es ist halt, Versicherungsbetrug ist Straftat und so, dann hast du einen Eintrag und all so eine Scheiße. Muss ja auch nicht sein. Dann hat die gesagt, so, ja, nee, so. Also das war so das ist halt krass. Das ist auch nicht nur einmal passiert. Also, dass man mir einen alten Schaden nochmal unterjubeln wollte. Auch geil, wobei, nee, eigentlich nicht geil. Ist eigentlich genau das Gegenteil von geil. Fahr zu einer Kundin, neue Kundin, Empfehlung, wollte unbedingt ein Gespräch haben, ist total unzufrieden mit ihrem Ansprechpartner gewesen damals. Da war ich noch in der Ausbildung, da durfte ich alleine hinfahren, weil ich ja in Polen bekommen habe, selber. Durfte ich ja selber alleine hinfahren. Da dachte ich, geil, damals noch wirklich so mit Tasche, mit den Unterlagen, ne, so richtig schön. So. Ja, dann fahre ich da hin und dann war das so ein, ja, Plattenbau ist das falsche Wort, aber war ein Hochhaus. Ne? War so ein Hochhaus, weiß nicht, 80, 90 Parteien, das war schon krass. Ich habe so, erstmal die Klingel nicht gefunden, dann die Klingel gefunden, geklingelt, die Tür nicht aufgeht. Was ist das denn jetzt? Klingel ich nochmal an. Ja, ich sage, ja, wir haben einen Termin seit 5 Minuten, ich bin leider zu spät. Oh ja, ich habe Sie ganz vergessen, ja, kommen Sie rein. Gar kein Thema, ich drücke Ihnen auf. Aufzug, 8. Etage, fahr hoch. Das ist ein Einzimmer-Apartment. Und die hat eine Couch gehabt, wo die drauf geschlafen hat, wo ich dann quasi, also da hat sie quasi geschlafen gerade eben noch. Schlafanzug. Also ich schön erstmal eine Pluppe angemacht. Fenster aufgemacht, so gerade so auf Kipp nur, nicht ganz so auf Kipp gemacht. Und ich kam da rein, ich immer so, boah, richtig eklig, riecht so richtig eklig nach Schlaf. Und jetzt wird sie die beraten und die qualmt dich jetzt, ohne zu fragen, oh mein Gott, ist ihre Wohnung und so, aber trotzdem anschauungsmäßig fragt man so. Ja, natürlich. Ja, und dann war das halt so das Thema, war dann das Gespräch so, ja, und ja, also ich bin ja total unzufrieden und der würde ja gar nicht mehr kommen. Ich mir dachte so, ja, das ist kein Wunder, dass der nicht mehr kommt. Ja. So, ey, das war wirklich, hab ich die Angebote da gelassen, die hat sich auch nie wieder gemeldet. War ich auch nicht schade drum, ne? Aber es war so, da habe ich das damals meinem Ausbilder erzählt, also mein Betrieb, meine Stelle, die halt für mich
Ich war mit der so, warum bist du überhaupt noch hochgegangen? Ich so, konnte ich wissen, dass das ein Einzimmer-Apartment ist, wo die vorher gerade drin geschlafen hat und nach Schlaf. Du hast eigentlich auch recht, aber du hättest trotzdem gehen können. Ich so, ja, aber Dienstleister machen wir ja nicht. So, ja, musst du vielleicht noch lernen, war dann so die Aussage. Heutzutage will ich das auch direkt machen. Boah, Wahnsinn, ey. Ja, also die sind sehr, sehr viel. Sehr, sehr viele lustige und erschreckende Sachen. Ja, kommen wir so zu der letzten Frage. Für die Leute, die ja jetzt ein bisschen so auf Fesselnd und auch Teil 1 idealerweise gesehen haben, geschaut haben, wen kannst du das denn jetzt dann so draußen auch vielleicht empfehlen, Versicherungsmakler zu werden? Hast du da irgendwas? Ich sag mal so, alle, die Bock haben, sich mit Finanzen zu beschäftigen, die, es klingt so banal, aber die gerne über Geld reden, weil es ist ein wichtiges Thema, was wir halt in der Gesellschaft irgendwie nicht machen. Die als Leidenschaft sehen wie du. Voll. Ja. Also das ist, glaube ich, so eine, also ich glaube, nur zum Mittel zum Zweck, um Geld zu verdienen, bist du falsch. Also dafür haben wir ein zu schlechtes Standing noch, dafür ist der Verdienst nicht optimal. Glaube ich nicht, dass das funktioniert. Kurzfristig vielleicht. Kurzfristig kann man so eine Sache bestimmt machen. Ist aber nicht das, was man eigentlich will. Ne? Weil der Name ist dann auch irgendwann, also so meine persönliche Meinung, der Name ist dann irgendwann auch verbrannt. Ja, klar. Also alle, die halt Bock haben, sich selbst zu verwirklichen, die Bock haben, ein Unternehmen aufzubauen, die Bock haben, mit Leuten zu arbeiten und denen vielleicht auch zu helfen, für die wäre das halt so der Traumjob, glaube ich. Man muss aber halt auch sehr viel einstecken können. Ja, ich hatte nämlich mal auf der Frage eine richtig geile Antwort. Ja, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Die sollen sich einfach Teil 1 und Teil 2 angucken. Eigentlich auch cool. Eigentlich auch cool, weil, ja, aber ist ja so, reflektiert nochmal, wenn ihr wirklich die beiden Teile jetzt gesehen habt, weil da wird ja so viel erzählt und dann kann man ja anhand dessen schon auch für sich so ein bisschen bemessen, okay, eigentlich habe ich mir das doch vielleicht ein bisschen anders vorgestellt, das Berufsbild, obwohl ich jetzt vielleicht dafür interessiert war, bla bla. So, deswegen wisst ihr Bescheid. Nochmal der Verweis, Videobeschreibung, Links zu Thomas abchecken. Lasst euch da einfach mal kostenlos beraten, macht da keinen Fehler. Und dann sehen wir uns dann in den nächsten paar Tagen im nächsten Video wieder. Und dann würde ich sagen, danke für deine Zeit nochmal. Gerne. Und dann sehen wir uns vielleicht auch nochmal im Jahr auf ein Update-Video oder so wieder. Mache ich auch gerne. Ja, tschüss. Ciao.